Du bist auf der Suche nach einem passenden Geschäftskonto. Vollkommen egal, ob du gerade gründest oder schon eine Weile selbstständig bist und einfach nicht so ganz zufrieden bist mit deinem aktuellen Geschäftskonto, dann stehen dir, ja, ich würde mal sagen, sehr viele Möglichkeiten zur Auswahl. Wenn man im Internet so nach Geschäftskonten vergleicht, dann gibt es eine nahezu unüberschaubare Menge an Angeboten. Ich habe mir in den letzten Monaten viele Anbieter angeschaut und habe mich letztendlich für Finum entschieden. Und ich dachte mir, dazu nehme ich einfach mal ein Video auf und stelle dir Finum vor. Wir schauen uns das Finum Geschäftskonto also mal etwas genauer an. Wir gucken die Funktionen an. Was macht Finum eigentlich aus? Was sind die Vorteile? Was sind gegebenenfalls die Nachteile? Welche Preise gibt es? Und so weiter. All die Informationen findest du auch unten in der Videobeschreibung unter den ersten Link. Aber ich würde vorschlagen, wir wechseln einfach mal direkt auf den Bildschirm und wir schauen uns Finum etwas genauer an. Zuerst einmal zu der Frage, was eigentlich Finum ist. Finum ist ein Geschäftskonto, ein rein digitales Geschäftskonto. Das heißt, Finum hat kein eigenes Filialnetz, sondern ist rein auf dem Smartphone oder über die Browserversion zu bedienen. Aber Finum ist nicht nur ein Bankkonto, sondern ganz speziell für Unternehmen und Selbstständige. Das sieht man hier auch mal, wenn man oben auf Produkte geht. Es ist für Einzelunternehmen, für Startups, für Freiberufler, GmbHs, KGs, OHGs, UGs, GbRs und AGs. Das heißt, eigentlich jede Rechtsform findet bei Finum das richtige Paket. Und dadurch, dass sie sich rein auf Geschäftskunden konzentrieren, haben die viele Funktionen, die eine klassische Bank so nicht hat. Wie zum Beispiel Rechnungen, Buchhaltungsautomatisierung und so weiter. Die schauen wir uns gleich noch einmal an. Wichtig bei Finum ist, dass Finum tatsächlich eine eigene deutsche Banklizenz hat. Das bedeutet, Finum ist zwar nicht wahnsinnig alt, gibt es seit ungefähr 5 Jahren, also seit 2019, ist aber tatsächlich eine vollwertige Bank. Und eine vollwertige Bank bedeutet, du hast deine IBAN tatsächlich bei Finum und du bist zum Beispiel auch durch die deutsche Einlagensicherung abgesichert. Das heißt, nur weil Finum jung ist, heißt es nicht, dass es irgendwie unseriöser ist, denn ganz viele Banking-Anbieter, also andere Banking-Anbieter, sind eigentlich gar keine Bank. Die bauen nur das Interface und hinten dran läuft dann eine andere Bank. Bei Finum hast du also alles aus einer Hand und das merkst du jetzt vor allem, wenn du mit dem Support zu tun hast. Denn der Support kann dir bei all deinen Problemen helfen. Bei anderen Anbietern hat man ganz häufig das Problem, dass immer irgendwie jemand anderes schuld ist. Weil ein Unternehmen hat die Karte rausgebracht, das andere Unternehmen baut die App und das andere Unternehmen ist das kontoführende Institut und irgendwie ist immer irgendjemand anderes schuld. Und das ist super frustrierend, wenn man mit dem Support zu tun hat. All diese Probleme hat man bei Finum nicht, weil man bei Finum wirklich alles aus einer Hand hat. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Funktionen von Finum an, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass ich mich für Finum entschieden habe. Denn Finum ist weit mehr als einfach nur ein Bankkonto. Und gerade diese zusätzlichen Funktionen, die sparen einem wahnsinnig viel Zeit beim Finanzmanagement und auch letztendlich bei der Buchhaltung. Und die ersetzen zum Teil tatsächlich Buchhaltungsfunktionen. Und gerade deswegen finde ich Finum so wahnsinnig spannend. Auf der Webseite findest du die Pakete unter Preise und da sieht man gleich, hier gibt es ja einmal die Kategorie Einzelunternehmen und KMU und sogar Konzerne. Und wenn wir da einfach mal draufklicken, dann sehen wir, dass es für Einzelunternehmen 3 unterschiedliche Pakete gibt und dass man Finum tatsächlich auch mit 0 € starten kann. Das heißt, wenn du gerade dabei bist zu gründen und dein Budget noch nicht so wahnsinnig groß ist und auch dein Bedarf noch nicht so wahnsinnig groß ist, wenn du einfach nur ein Bankkonto brauchst, wo du quasi die IBAN auf deine Rechnung schreibst und wo du deine Rechnung bezahlen kannst, dann kannst du kostenlos starten und dann kannst du mit Finum quasi mitwachsen, bis du irgendwann ein riesengroßes Unternehmen bist und dann natürlich viele Funktionen hast, aber auch 250 € im Monat für dein Bankkonto bezahlen kannst. Wie gesagt, es ist deutlich mehr als ein Bankkonto und diese Preise sind natürlich auch nicht gemacht für Einzelunternehmen, aber du könntest theoretisch mit Finum irgendwann unglaublich groß werden. Das heißt, du hast 15 Nutzer, 15 Mitarbeiter, die Finum-Karten haben und die hätten dann unbegrenzt viele virtuelle Kreditkarten, die man so bei Online-Tools hinterlegen kann und bis zu 3 physischen Kreditkarten. Das heißt, du bekommst hier dann tatsächlich auch eine ganze Menge, aber schauen wir uns mal vor allen Dingen die Funktionen an, die für Einzelunternehmen relevant sind und ehrlicherweise für mich auch. Welche Funktion ich wahrscheinlich mit am häufigsten benutze, ist einfach die Möglichkeit, mit Apple und Google Pay zu bezahlen. Weil ich brauche ja gar keine physische Kreditkarte, ehrlicherweise, sondern ich brauche eine virtuelle Karte, die ich in meiner Apple Wallet hinterlegen kann. Und dann, ja, wenn ich einfach vor Ort in einem Laden einkaufen gehe, dann bezahle ich in der Regel mit meinem Smartphone. Und du kannst dir gerne mal alle Funktionen anschauen. Da gibt es wirklich eine gute Vergleichsmatrix und es gibt wahnsinnig viele Funktionen. Ich möchte hier in diesem Video jetzt auf einige bestimmte Funktionen eingehen. Und eine ganz spannende Funktion ist tatsächlich die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben mit Finum. Und dafür wechseln wir einmal in mein Konto rein. So sieht das Interface aus von Finum. Das heißt, hier hast du die wichtigsten Informationen in der Übersicht. Hier links siehst du aufgelistet all deine Konten und deinen gesamten Kontostand. Und dann siehst du hier die Transaktion, also welche Bankkontobewegungen gab es eigentlich auf deinem Geschäftskonto. Was ich so spannend finde und was ich dir zeigen wollte, ist hier oben zu finden unter Dokumente.
Und hier unter Dokumente hast du ein komplettes Portal, um die Rechnungen zu verwalten. Also deine eigenen Rechnungen, die du schreibst, die kannst du hier schreiben unter neue Rechnung. Schauen wir uns gleich an. Aber auch Rechnungen, die du bekommst. Also ich habe das ganz häufig so, wenn ich eine Papierrechnung bekomme. Die vergesse ich regelmäßig. Die kann man hier dann tatsächlich einfach einmal hochladen und dann kann ich das daraus direkt überweisen. Also er erkennt den Beleg, er liest den Beleg aus und erstellt quasi daraus einen Zahlungsvorschlag. Wo ich das tatsächlich super spannend finde, ist, weil auch Mitarbeiter hier einfach Belege hochladen können und ich mich einmal in der Woche hinsetze und dann meine Überweisungen quasi freigeben kann. Also nur noch ausführen muss. Ich muss da gar nichts machen. All meine Eingangsrechnungen kann ich hier drüber gut verwalten. Für diejenigen, die regelmäßig auf meinem Kanal Videos anschauen, die wissen, ab 2025 startet die E-Rechnungspflicht. Das heißt, in Zukunft ist mit Papierrechnungen sowieso vorbei. Und dann wird das ganze Thema Rechnung sowieso noch viel schöner, weil Rechnungen dann direkt ausgelesen werden können. Und das hat Finum tatsächlich auch schon auf dem Schirm. Was ich nämlich jetzt tatsächlich perspektivisch mache, ist, dass ich all meine Rechnungen direkt an Finum geschickt bekommen möchte. Das heißt, wenn mir jemand in Zukunft eine E-Rechnung schickt, dann möchte ich das sofort direkt schon von meinen Dienstleistern und Lieferanten direkt hier in Finum haben. Bisher habe ich das ehrlicherweise per Drag and Drop hier alles reingeschoben, aber hier links unten sieht man, es gibt quasi eine E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail-Adresse kann ich an meine Dienstleister weitergeben und die schicken mir dann die Rechnungen direkt in mein Bankkonto. Daraus wird dann automatisch ein Zahlungsvorschlag erstellt und ich muss quasi über mein Smartphone nur noch die Zahlungen freigeben. Das ist wirklich ein perfekter Workflow. Kleiner Praxishinweis an der Stelle. Hier sieht man jetzt diese E-Mail-Adresse. Die finde ich zugegebenermaßen jetzt nicht so richtig schön. Ich hätte lieber eine E-Mail-Adresse, die quasi meiner Domain entspricht. Und da habe ich ehrlicherweise einfach eine Weiterleitung eingerichtet. Das heißt, ich habe mir eine E-Mail-Adresse erstellt mit meiner Domain, die heißt dann Buchhaltung oder Rechnung@ und dann meine Domain. Und diese E-Mail-Adresse leite ich einfach an diese E-Mail-Adresse weiter. Und meine Kunden wissen gar nicht, welche E-Mail-Adresse da jetzt dahinter hängt und wissen letztendlich auch nicht wirklich, dass ich Finum benutze, außer sie schauen jetzt dieses Video, sondern sie schicken einfach an meine Buchhaltungs-E-Mail-Adresse ihre Rechnungen und ich bekomme das aber hier in Finum rein. Und das ist der entspannteste, flüssigste Workflow, den man fürs Finanzmanagement haben kann. Wir schauen uns aber hier in dem Zusammenhang unbedingt auch noch die Rechnungsfunktion an. Denn es gibt ja nicht nur eingehende Rechnungen, die man überweisen muss, sondern irgendwie muss ich das Konto ja auch füllen und dafür muss man Rechnungen schreiben. Und das machen ganz viele von euch mit entweder einem Buchhaltungsprogramm oder aber mit Word und Excel. Und mit Word und Excel ist zugegebenermaßen ab nächstem Jahr ein bisschen schwierig, weil es, wie gesagt, diese E-Rechnungspflicht gibt. Das heißt, ihr braucht ein professionelles Rechnungstool. Und ein professionelles Rechnungstool ist tatsächlich Finum. Das heißt, du kannst tatsächlich in Zukunft deine E-Rechnungen mit Finum erstellen. Da klickst du oben links einfach mal auf Rechnung und dann siehst du so ein ganz typisches Interface, wie man so eine Rechnung erstellen kann. Das heißt, du kannst hier Kontakte anlegen und die dann einfach auswählen. Du kannst hier deine Rechnungsnummer eingeben, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, die Währung, die Leistung beschreiben und so weiter. Und dann kannst du dir das Ganze nochmal in der Vorschau anzeigen. Du kannst noch so ein bisschen Farben ändern und so weiter. Und dann kannst du es aus Finum per E-Mail an deine Kunden schicken. Und dann hast du die E-Rechnungspflicht quasi erfüllt und hast natürlich die Rechnung bei Finum schon drin. Und sobald der Kunde bezahlt, merkt Finum, die Rechnung ist ausgeglichen und dadurch hast du so ein bisschen das Forderungsmanagement tatsächlich auch in Finum drin. Und das sind ehrlicherweise relativ viele Funktionen, für die man sonst immer so ein Buchhaltungsprogramm gebraucht hat. In Finum brauchst du das Ganze nicht. Und jetzt hat man in der Praxis ganz häufig so ein Problem. Und zwar, wenn man nicht nur ein Bankkonto hat, sondern man hat unter Umständen ja 2, 3 Bankkonten und das Geld kommt mal da an und mal da an. Wie behält man denn da einen vernünftigen Überblick? Und da kommt was ganz Spannendes ins Spiel. Denn Finum ist nicht einfach nur ein Bankkonto, sondern mehr so eine Finanzmanagement-App. Das beschreibt das, glaube ich, viel besser. Du kannst nämlich tatsächlich auch andere Bankkonten einfach in Finum anbinden. Wenn du sagst, Mensch, das Interface von Finum ist eigentlich ganz nett und die ganze Funktionalität außenrum, die ist eigentlich so schön. Warum sieht das bei anderen Banken nicht so schön aus? Und ich hätte diese Funktion gerne auch woanders. Und du kannst hier auf der linken Seite, auf der Startseite, tatsächlich hier bei Einstellungen gehen und einfach deine Bank verbinden. Das heißt, wenn du noch irgendwo anders ein Bankkonto hast, bei der Sparkasse, Volksbank, Postbank und so weiter, dann kannst du das Ganze einfach hier anbinden und dann hast du insgesamt einen Überblick. Das ist vor allen Dingen dann halt spannend, wenn du kontrollieren möchtest, ob deine Rechnungen auch bezahlt worden sind oder du einfach mit einem Blick und einem Login, wie gesagt, ich benutze das meistens über ein Smartphone, einen Überblick darüber bekommen möchte, wie viel Geld du insgesamt hast. Weil dich interessiert ja nicht nur ein Bankkonto, sondern deine gesamte finanzielle Übersicht. Was zusätzlich für mich persönlich noch eine spannende Funktion war das Management der Mitarbeiter oder generell, wenn man in einem Team
Team gegründet, also eine Personengesellschaft, oder du hast halt eine GmbH mit mehreren Mitarbeitern und die sollen alle Karten haben. Aber natürlich soll jetzt vielleicht der Geschäftsführer mehr Budget haben als der einfache Mitarbeiter, der fürs Office-Management zuständig ist. Und dann kannst du deine Mitarbeiter, also dein Team hier einladen, und zwar unter Team, und dann kannst du da einfach Mitarbeiter einladen und denen bestimmte Rechte oder auch Budgets geben. Was man auch sieht, Buchhaltung. Das heißt, ich kann meinen Buchhalter jetzt einladen. Das ergibt vor allen Dingen dann Sinn, wenn natürlich aus dem Bankkonto umsetzen irgendwann eine Buchhaltung. Im Falle meiner GmbH irgendwann eine Gewinn- und Verlustrechnung oder eine Bilanz entstehen soll, dann müssen diese Bankkontotransaktionen und die Rechnungen, die hier drin geschrieben werden, natürlich auch irgendwie in eine Buchhaltungssoftware. Und diese Anbindung gibt es natürlich. Ich selber nutze Finum in der Kombination mit Lexware Office. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach einwandfrei. Ich habe da bisher noch nie Probleme mit gehabt. Und an der Stelle eine wichtige Einschränkung. Für mich persönlich mit einem digitalen Geschäftsmodell ist Finum die perfekte Bank, ehrlicherweise. Aber wenn du in deiner Selbstständigkeit viel mit Bargeld zu tun hast, also Bargeldeinnahmen hast und viel Bargeldausgaben hast, dann ist wahrscheinlich ein rein digitales Bankkonto nicht das Richtige für dich. Einfach weil du wahrscheinlich eine Bank brauchst, wo du hingehen kannst, wo du Geld abheben kannst, wo du Geld einzahlen kannst und so weiter. Und da sind so rein digitale Anbieter wie zum Beispiel Finum in der Regel eher nicht geeignet. Das Ganze sind jetzt natürlich nicht alle Funktionen gewesen. Das waren jetzt die Funktionen, die für mich herausgestochen haben und die letztendlich dazu geführt haben, dass ich mich am Ende für Finum entschieden habe. Es kann natürlich sein, dass für dich andere Funktionen wichtiger sind als für mich. Deswegen würde ich sagen, schau es dir einfach mal an. Ich finde das Ganze auf der Preisseite sehr, sehr übersichtlich und sehr, sehr ausführlich dargestellt. Schau da gerne mal vorbei. Und wenn du dir Finum schon mal angeschaut hast oder du Kunde bist, dann würde ich mich auch sehr über deine Erfahrungen im Kommentarbereich freuen. Kommen wir zu der Frage, wie teuer ist denn das Ganze? Und wie ich schon erwähnt habe, kannst du komplett kostenlos starten. Das ist vor allen Dingen für diejenigen bequem, die halt gerade gründen. So nebenbei gründen, die Kosten erstmal noch niedrig halten wollen und trotzdem nicht alles mit einem privaten Konto machen wollen. Kann ich auch dringend von abraten. Bitte hol dir irgendein Konto und wenn es am Anfang nicht viel mehr kann, außer Geld rein und Geld raus. Für deine Buchhaltung ist es wahnsinnig wertvoll, wenn du private und berufliche Finanzen trennst und hier kannst du das Ganze schon mal mit 0 Euro starten. Und dann gibt es einen Plan, den ich ehrlicherweise auch benutze, den Starterplan. Der kostet bei jährlicher Zahlungsweise 7 Euro und wenn du monatlich zahlst, 9 Euro. Und dann gibt es den, ich würde mal sagen, den größten Plan für Einzelunternehmen. Der kostet dann 24 Euro bei jährlicher Zahlungsweise oder 28 Euro pro Monat. Und wie gesagt, du kannst nach oben hin lange, lange mit Finum mitwachsen. Also bis du mal 15 Mitarbeiter hast, die alle eigene Kreditkarten brauchen, da hat man in der Regel dann schon 50 Mitarbeiter. Vielleicht einmal zur Einordnung. Wo liegt das Ganze eigentlich preislich? Also wenn ich jetzt Geschäftskonten miteinander vergleiche, dann muss man sagen, Finum liegt da so im günstigen Mittelfeld, würde ich sagen. Wenn ich nur das Bankkonto betrachte, wenn ich die ganzen zusätzlichen Funktionen mit betrachte, wie Rechnungen schreiben, wie diese ganze Dokumentenaufbewahrung und so weiter, dann muss ich sagen, dann ist Finum eher ein Schnäppchen. An der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, weil ich weiß, dass diese Frage in diesem Kontext ganz häufig kommt, wie teuer ist es eigentlich, Bargeld abzuheben am Automaten? Das Ganze kostet ja immer so ein kleines bisschen. Das ist gestaffelt nach der Höhe der Abhebungen und nach dem Plan, den du gewählt hast. Also je teurer der Plan, desto mehr Bargeld kannst du kostenlos abheben. Wie ich schon gesagt habe, wenn dein Geschäftsmodell sehr bargeldintensiv ist, dann bist du wahrscheinlich mit einer lokalen Bank sowieso besser aufgehoben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nicht an Bargeld kommen würdest, wenn du das Finum Bankkonto hast. Und ich persönlich habe, glaube ich, noch nie für Bargeld bezahlt bei Finum, weil ich einfach nicht mehr abhebe und so kleinere Beträge einfach bei mir inklusive sind. Und ich würde zwar gerne alles mit Karte bezahlen, aber liebe Grüße an alle Restaurants in Berlin. Manchmal geht das halt einfach nicht und dann gehe ich mit der Finum-Karte einfach an den Geldautomaten, hole mir das Geld und bezahle halt in bar. Das geht in meinem Plan auch ohne Aufpreis. Bevor wir zum Fazit kommen, noch einmal zwei ganz wichtige Punkte. Und zwar, was ist bei einem Bankkonto wichtig? Erstens die Sicherheit und zweitens, wie schnell erreiche ich eigentlich den Support, wenn irgendwas schief geht. Und beim Thema Sicherheit habe ich schon erzählt, es ist ein deutsches Bankkonto. Also es ist eine deutsche Bank mit deutscher IBAN und deutscher Einlagensicherung. Das heißt, der Staat kommt für ein Bankguthaben bis zu 100.000 Euro auf, falls irgendwas bei Finum mal passieren sollte. Passiert zugegebenermaßen sehr, sehr selten. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, dass man mit dem Finum Bankkonto quasi alle Sicherheiten hat, die man bei einem normalen deutschen Bankinstitut auch hat. Dann ist das Ganze natürlich DSGVO-konform. Man hat 3D-Secure, Zwei-Faktor-Authentifizierung
und so weiter. Und für die Archivierung der Rechnungen ist auch gesorgt. Das heißt, das Ganze ist auch GOBD-konform. Ich meine, die Rechnungen sind auch in dem Bankinterface und natürlich wird das da auch 10 Jahre aufbewahrt. Aber was ist, wenn es mal Probleme gibt oder du Fragen hast? Dann kannst du dich an Finum wenden, per E-Mail, Telefon oder Chat. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich benutze fast immer den Chat. Ich habe das meistens auf dem Smartphone und wenn ich dann eine Frage habe, dann chatte ich da ganz kurz und ich bekomme fast immer innerhalb von 5, maximal 10 Minuten eine Antwort. Natürlich ist nicht jedes Problem sofort immer gelöst, weil manchmal brauchst du halt auch Rückfragen und geht es ein bisschen hin und her, aber sie sind quasi sofort da. Und das halte ich gerade bei digitalen Banken für wahnsinnig wichtig, weil du halt nicht einfach in eine Filiale gehen kannst und auf einen Menschen triffst, dem du Fragen stellen kannst. Deswegen muss die Erreichbarkeit auch hoch sein. Und das kannst du natürlich auch testen. Also wenn du Finum austestest, dann schreib dem Support halt einfach einmal und dann wirst du sehen, wie schnell die reagieren. Meine persönliche Empfehlung, nutzt den Chat. Das ist meiner Meinung nach irgendwie das Bequemste. Kommen wir zum Fazit und auch so den Vor- und Nachteilen. Ein riesengroßer Vorteil für mich ist die Usability. Also die Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut ist, sowohl in der Browser-Version, aber noch viel mehr in der Smartphone-App und auch den Kontoeröffnungsprozess, den kann man zumindest nach meinem Geschmack fast nicht besser und intuitiver bauen. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich mein deutsches Bankkonto über Finum managen kann, weil es diese Multibanking-Funktion gibt. Außerdem geht die Kontoeröffnung wahnsinnig schnell. Das ist vor allen Dingen, wenn man eine Kapitalgesellschaft gründet, unglaublich wichtig, weil man eine Kapitalgesellschaft erst final im Handelsregister eintragen kann, weil man nachweisen kann, dass man das Stammkapital eingezahlt hat. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man irgendwann nach Wochen einen Vororttermin für die Kontoeröffnung bekommt. Bei mir war das Finum-Konto innerhalb von Stunden auf, also ich hatte eine IBAN, ich konnte da das Stammkapital einzahlen und das war aufgrund der Echtzeitüberweisung auch sofort da. Dann konnte ich sofort einen Kontoauszug rausholen, den an den Notar schicken, Notarin schicken und die konnte das dann im Handelsregister eintragen. Das Ganze ist also wahrscheinlich die schnellste Art und Weise, eine GmbH oder eine UG in Deutschland zu gründen. Was ich außerdem ganz schön finde für die Einzelunternehmen, jetzt habe ich so ein bisschen über die GmbHs geredet, ich nutze es halt auch als GmbH, ist, dass man kostenlos starten kann. Wirklich für diejenigen, die so klein nebenbei irgendwas machen. Dringender Appell. Hol dir ein Bankkonto. Hol dir gerne ein kostenloses Bankkonto. Und das ist das Schöne, bei Finum kannst du halt kostenlos starten. Deswegen ist das definitiv meine Empfehlung. Und dann ist für Selbstständige natürlich die Integration in Buchhaltungssysteme wahnsinnig wichtig. Erstmal brauchst du für die Rechnungsschreibung gar keine Integration, weil die Rechnung hast du ja direkt in Finum drin. Ich habe auch erwähnt, dass ich meine Buchhaltung mit Lexware Office mache. Da funktioniert die Integration vollkommen reibungslos. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe an weiteren Integrationen. Und du kannst die Bankkontoumsätze auch in einem Datev-Format an den Steuerberater übermitteln. Das heißt, auch wenn du einen Steuerberater hast, bekommt der Steuerberater diese Bankkonto-Umsätze direkt im richtigen Format. Und das rundet meiner Meinung nach das Angebot sehr, sehr gut ab. Aber es gibt bei keinem Anbieter dieser Welt nur Vorteile. Es gibt immer auch Nachteile. Ein Nachteil habe ich schon erwähnt, wenn du ein bargeldintensives Geschäft hast, dann solltest du lieber eine Filialbank nehmen und keine digitale Bank. Das heißt, dann bist du einfach raus. Das ganze Bargeldhandling, das funktioniert bei rein digitalen Banken halt nicht so besonders gut. Und dann gibt es noch einen Punkt, der hat mich persönlich nicht gestört, das habe ich aber bei Freunden und Kollegen, die auch Finum benutzen, gehört. Und zwar gibt es keinen Kontokorrentkredit. Wenn du eine Überziehungslinie brauchst für dein Konto, dann kann dir das Finum leider nicht anbieten. Und wenn du das dringend brauchst, dann ist unter Umständen das auch der Grund, warum du vielleicht Finum nicht benutzen kannst. Und das ist ein Problem, was ich tatsächlich auch sehr regelmäßig hatte, diese Karten, die du bekommst, sind Debitkarten. Das sind keine echten Kreditkarten. Das interessiert in der heutigen Welt, 2024, nahezu niemanden mehr, außer Autovermietungen. Für die Kaution bei Autovermietungen wollen die Autovermieter ganz häufig eine echte Kreditkarte. Und du bekommst bei Finum halt nur eine Debitkarte. Das ist in den allermeisten Fällen das viel bessere System, aber einige Anbieter bestehen halt auf eine echte Kreditkarte. Wie ich das Ganze für mich gelöst habe, es gibt ja reine Kreditkartenanbieter, die dann einfach regelmäßig das Geld abbuchen vom Bankkonto. Und ich habe da einfach einen Anbieter für eine Kreditkarte und diese Kreditkarte wird einfach monatlich aufgeladen von meinem Finum-Konto. Und so habe ich das dann gelöst. Ich habe für die ganzen alltäglichen Ausgaben einfach die Debitkarten von Finum direkt, aber wenn ich denn mal eine Kreditkarte bräuchte, was in meinem Fall wirklich nur die Kaution bei Autovermietern ist, dann habe ich dafür eine separate Kreditkarte und diese Kreditkarte bucht dann von meinem Finum-Konto ab. Das heißt, das ist zwar ein Nachteil von Finum, für mich persönlich jetzt aber kein Grund gewesen, Finum nicht zu benutzen. Abschließend und auch zusammenfassend muss ich also sagen, Finum ist für mich persönlich das ehrlicherweise aktuell nahezu perfekte Geschäftskonto. Ich bin damit sehr, sehr glücklich und wenn du dir das auch angeschaut hast, wenn du Erfahrungen hast, dann lass mich das gerne im Kommentarbereich wissen. Gerade für die anderen Zuschauer ist das auch wahnsinnig spannend, vielleicht noch eine zweite, dritte, vierte Perspektive zu bekommen. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Klick gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder direkt hier oder schau dir einfach eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.